Herzlich willkommen und wunderschönen guten Morgen bei unserem Webinar zum Thema Mobile Device Management. In schnelllebigen Zeiten effizienter und ressourcensparender arbeiten, egal von wo. Technische Hilfsmittel, die Ihnen das Leben erleichtern. Wer wünscht sich das nicht? Wir von Barcotec denken tagtäglich darüber nach, wie wir unsere Kunden schneller, leistungsfähiger und performanter machen können. Mein Name ist Alexander Hummer. Ich bin seit 2009 bei Barcotec und für die Vertriebsleitung in Österreich verantwortlich. Ich freue mich sehr, Sie heute zu unserem Webinar zum Thema Mobile Device Management begrüßen zu dürfen. In der nächsten halben Stunde möchten mein Kollege Michael Dumser und ich Ihnen einerseits näher bringen, was Mobile Device Management überhaupt bedeutet und warum es auch jetzt schon viele unserer Kunden zur Effizienzsteigerung auf den verschiedensten Geräten, die wir heute hier auch haben, wie Datenbrillen, industrielle Tablets, klassische MDE-Geräte einsetzen. Tatsächlich ist es so, dass an Systeme, die das Management von unserem Mobilgerätepark übernehmen sollen, eine Vielfalt von Anforderungen und Ansprüchen gestellt wird. Dinge wie Flexibilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit sind Dinge, die erwartet und gelebt werden sollen. Mein Name ist Michael Dumser. Ich bin seit dem Jahr 2002 im Unternehmen Barcotec beschäftigt und betreue unser Mobilgerätesystem seit dem Jahr 2015 und bin auch dafür verantwortlich. Ich freue mich auch von meiner Seite, Sie bei unserem heutigen Webinar begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns am besten gleich loslegen. Schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Schauen wir uns an, was man von so einem System eigentlich erwartet. Am Anfang also ganz schlau, wenn wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich jetzt so ein MDM, so ein Mobile Device Management? Ja, also grundsätzlich, wenn man den Medien glaubt, ein Werkzeug, mit dem man so grundsätzlich alles kann. Man kann alles einstellen, man kann einiges machen, fast alles. Natürlicherweise gibt es da einiges auch an Grenzen, so ehrlich muss man sein dürfen. Was könnte das jetzt zum Beispiel sein? Also zum einen kann es durch den Gerätehersteller selbst passieren. Wenn da jetzt ein SDK ist, ein Software Development Kit, mit dem ich Softwares auf den Geräten schreiben kann, können dort Einschränkungen sein. Zum Zweiten auch Einschränkungen, die durch das Betriebssystem selbst erfolgen können. Also Android zum Beispiel wartet ja mit jeder neuen Release, mit verschiedenen neuen Sicherheitsideen auf. Grundsätzlich will ich das gar nicht in Frage stellen und da sind auch viele wichtige Dinge dabei. Das, was wir uns so als Aufgabe auch gesetzt haben, ist, dass wir auf diese Neuerungen, auf diese Anforderungen reagieren, unser System weiterentwickeln und damit am Puls der Zeit bleiben und Ihnen dabei helfen, dass Sie Ihre Geräte jederzeit bestmöglich im Griff haben. Also zusammenfassend könnte man jetzt sagen, oder könnte man uns darauf einigen, dass es sich bei solchen Systemen um technische Einrichtungen handelt, mit denen Sie Ihren mobilen Gerätepark kontrollieren und managen können. Also im Prinzip ganz einfach. Im Prinzip. In echt, also in der Realität, ist das Ganze so, dass wir für unser System auch eine entsprechende Infrastruktur betreiben, auf der dieses ganze System läuft. Also das heißt, das sind verschiedene Server, das sind Firewalls, das sind Storages, Backups, Datenbanken. Also da ist einiges, was im Hintergrund passiert und um das Sie sich keine Gedanken machen müssen. Für Sie zählt nur die Lösung und die hosten wir. Wir hosten das Ganze selbst, also wir, die Barcotec macht das. Und wir haben das Ganze in Wien stationiert, also eigentlich mitten fast im Herzen der EU und haben damit auch mit der DSGVO keinerlei Probleme. So, wie ist jetzt so ein mobiles Device Management grundsätzlich aufgebaut? Wir haben auf der einen Seite unsere Clients, unsere Mobilgeräte. Müssen jetzt nicht zwingend Mobilgeräte im Sinn von, ich gehe damit spazieren oder ich laufe jetzt durchs Lager damit sein, sondern das können PCs sein, das können Laptops sein, Industrie-PCs, die Sie irgendwo verbaut haben in Ihrer Anlage. Das können mobile Datenerfassungsgeräte sein, das können Telefone sein. Also eine ziemliche Bandbreite an solchen Clients. Und diese Clients wollen wir kontrollieren. Verschiedenste Arten der Kontrolle. So, das, was wir grundsätzlich brauchen, wir brauchen eine Verbindung des Clients mit der Cloud. In der Cloud ist unser System beheimatet. So, die Verbindung ist zwingend, ohne dem geht es nicht.
Das kann jetzt sein ein LAN-Kabel, das kann sein eine WLAN-Verbindung, das kann auch sein mit einer SIM-Karte eine Wireless-WAN-Verbindung. Fakt ist, unzwingend notwendig, Verbindung zu unserem System. So, gut. Also in der Cloud haben wir dann unser tragfähiges System, mit dem wir die Kontrolle über die Geräte übernehmen, unsere mCloud-Lösung. Jetzt fehlt uns noch eins. Das, was uns fehlt, sind nämlich die Verwalter von den Geräten. Würde uns freuen, wenn Sie diese Rolle in der Zukunft übernehmen. Wir unterstützen Sie da aber auch gerne dabei. Also das heißt, Sie können vom komplett autarken Betrieb, einen Mischbetrieb, wo Sie halt Unterstützung auf Anforderung kriegen, bis hin dazu, dass wir uns um Ihre Dinge kümmern. So, sinnhaft und aus unserer Sicht auf alle Fälle zwingend ist natürlich auch, dass wenn einmal diese Verbindung in die Cloud von Ihren Geräten nicht gegeben ist oder unterbrochen ist, dass Ihre Geräte, Ihre Werkzeuge, haben wir ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen ja was machen damit, wir wollen was erwirtschaften damit, dass das Ganze am Leben bleibt und dass das Ganze funktioniert. Weil kann ja auch passieren, dass wir ein Wartungsfenster ausschreiben müssen, wo wir unsere Infrastruktur pflegen und dann gibt es kurzfristig die Verbindung nicht. Ihre Geräte, wie gesagt, bleiben weiterhin voll funktionsfähig. So, ich glaube, jetzt haben wir alle ein grundsätzliches Verständnis, was so eine Lösung sein sollte und was man davon erwarten können soll. Vielen Dank, Michael, für die sehr technische Ausführung. Ich oder wir im Vertrieb werden bei sehr vielen Terminen mit den Kunden gefragt, warum überhaupt auf MDM setzen. Speziell, wenn es um die Einführung von Android-Geräten, speziell, wenn es um die Einführung von industriellen Geräten geht, wo ist überhaupt der Sinn, beziehungsweise was ist überhaupt der Nutzen des Ganzen. Und wir haben uns erlaubt, Ihnen da ein paar Grundnutzen auszuarbeiten, die Ihnen einen Vorteil geben, mit MDM zu arbeiten im Vergleich dazu, wenn ich keines einsetze. Das ist zum Beispiel eine Übersicht über die Geräte und Investitionsgüter zu bekommen, eine erhöhte Betriebssicherheit der Geräte zu erreichen, mit dem MDM effizienter zu arbeiten, Zeit und Manpower und dahin natürlich auch Kosten einzusparen und den Support der Geräte um ein Vielfaches einfacher zu gestalten und auch die Möglichkeit zu haben, die Geräte updaten zu können. Wir können natürlich noch viel länger oder könnten natürlich noch viel länger davon reden, was es alles kann. Wir haben alleine 70 Sicherheitskriterien erfüllt, um auch eine ÖCloud-Zertifizierung vom Bundesministerium für Digitalisierung verliehen zu bekommen. Aber wir wollen uns da jetzt gar nicht mit so viel Theorie aufhalten und wollen uns das Ganze lieber in der Praxis anschauen und Ihnen lieber in der Praxis näher bringen. Wir haben ein paar Beispiele für Sie vorbereitet und wollen Ihnen damit so ein bisschen einen groben Überblick über unser System geben. Wir loggen uns jetzt mal ein in unserer Lösung und sehen gleich auf der linken Seite, dass wir Gruppen hier vorliegen haben. Das heißt, das machen wir sinnvollerweise, damit wir unsere Geräte organisieren können. Wir haben jetzt so Lager, wir haben Neugeräteproduktion. Wir haben im oberen Teil, da wo ich gerade drauf zeige, haben wir so ein bisschen unsere Werkzeuge. Eines dieser Werkzeuge könnte jetzt zum Beispiel dieses Dashboard sein. Ein Dashboard, klassisches Ding, mit dem wir unseren Überblick über unsere Gerätelandschaft versorgen. Wir kriegen das Ganze in Echtzeit und wir sehen wirklich, wie der Status unserer Betriebsmittel ist, der aktuelle Status. Diese Ansicht kann man natürlich anpassen, so wie die meisten Dinge. Ein weiteres Werkzeug, eigentlich ein kompletter Werkzeugkasten, haben wir in unseren Jobs drinnen. Jobs sind Aufgaben, die wir den Geräten übergeben können und die Geräte ausführen sollen. In den Neugeräten zum Beispiel sehen wir jetzt eine Menge an Geräten mit verschiedensten Betriebssystemen. Wir greifen uns zwei heraus und verschieben diese beiden Geräte in unsere Gruppe Produktion. Die werden wir dann später noch heranziehen und da werde ich Ihnen noch ein bisschen zeigen, was wir so machen können. Im rechten Teil des Bildschirms sehen Sie eine Übersicht über verschiedenste Geräteparameter, also so aus Erfahrung die wichtigsten zusammengefasst. Und Sie können den Geräten auch individuelle Parameter mitgeben, also für Sie zur Information, zur Auswertung. Auch diese Ansicht, die Sie im Center Frame haben, also in der Mitte des Bildschirms, kann individuell angepasst werden. Sie sehen auch hier eine Fülle von Parametern über die Geräte, von installierten Applikationen.
Also alles das können Sie sich so definieren, wie Sie das für Ihre aktuelle Tätigkeit brauchen. Auf der rechten Seite sehen wir noch Infos zum Netzwerk, zum Batteriestatus, zum Memory Management der Geräte. Also grundsätzlich, wie gesagt, sehr, sehr schön und fein anpassbar. Ich bin ja auch sehr viel im Support tätig, betreue viele Kunden mit dem System und Sie können sich vorstellen, mein Bildschirm wird innerhalb eines Vormittags nie gleich ausschauen, weil ich mir das Ganze immer so darauf anpasse, wo ich einen Kunden aktuell damit unterstütze und wo ich helfen kann. Ja, wie Sie gesehen haben, wir haben hier relativ einfach die Möglichkeit, Geräte Standorten zuzuordnen, uns anzeigen zu lassen, wo befinden sich die Geräte überhaupt, uns sehr viele Informationen zu den Geräten anzeigen zu lassen, egal ob das jetzt der Batteriestatus ist, egal ob das jetzt ist, in welchem WLAN-Netz das drinnen hängt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssten das Ganze mit einem Excel verwalten und müssten das Ganze mit einem Excel pflegen. Ja, wir haben über die Browser-Anmeldung auch die Möglichkeit, natürlich das nur gewissen Usern auch dementsprechend freizugeben. Ja, das heißt, nur definierte Personen dürfen sich darüber informieren, wo befinden sich gerade die Geräte und diese dann auch verschieben dementsprechend. Wir haben jetzt ein weiteres Beispiel für Sie vorbereitet, wie bereits angekündigt, indem wir auf das Thema erhöhte Betriebssicherheit eingehen. Wir holen uns jetzt unsere 2 Probanden auf den Bildschirm, die wir bewirtschaften wollen. So. Am linken Gerät sehen Sie komplett abgesicherter Desktop. Das rechte Gerät ist jetzt tatsächlich ziemlich gefährlich, nämlich ein offener Desktop. Sie können in wirklich jedes Setting von dem Gerät rein, sei es irgendwelche Systemsettings, sei es irgendwelche Scanner-Settings. Ja, also Sie können das Gerät wirklich mit wenigen Klicks betriebsunfähig und damit für Sie nicht mehr verwendbar machen. Darum sichern wir die Geräte mit einem Kiosk-Mode ab. Also nennen wir es jetzt mal Kiosk-Mode. Das ist eine Applikation, die am Gerät draufläuft und mit der wir das Gerät sichern können. Wir sichern es nicht nur gegen unbefugte Zugriffe, sondern wir konfigurieren auch einen guten Teil der Dinge, die damit passieren dürfen. Also ich blende jetzt da zum Beispiel den Taschenrechner ein, dass wir das als startbare Applikation auf unserem, in dem Fall rechten Mobilgerät haben. Und wird in Kürze auftauchen und Sie sehen, wir können die Applikation, sobald sie am Desktop verfügbar ist, auch starten. Also dieses Ding, diese Kiosk-Absicherung, nennen wir das Ding Sure-Lock, heißt wirklich technisch. Das ist nicht nur dazu da, jetzt den Desktop abzusichern, sondern wie gesagt, Sie stellen auch einiges an Geräteparametern damit ein. Sie haben da die Möglichkeit, Sie beeinflussen das Erscheinungsbild des Gerätes damit und am wichtigsten, Sie verhindern, dass da jetzt Missbrauch mit dem Gerät betrieben wird. Missbrauch im Sinne von dem, dass sich jeder User alles so einstellt, wie er es genau haben will. Weil ich bringe das Beispiel ganz gern an so einer Stelle. In Österreich haben wir mindestens so viele Android-Experten, wie wir Fußballtrainer haben. So keiner kann so wirklich gut und damit lassen wir gar nicht zu, dass das passiert. Also dieser Kiosk-Mode ist eigentlich so ein Ding, das von der Prämisse ausgeht, deny all except, also verbiete grundsätzlich alles außer den Dingen, die wir erlauben. Damit können wir das Ding so absichern und so effizient bleiben, dass wir auch gewährleisten können, dass das Werkzeug verfügbar ist. Wie ich 2009 bei der Parkotec begonnen habe, da war die Herausforderung eher die, wir hatten relativ komplexe Geräte, die nicht für jedermann so bekannt waren. Das heißt, wir haben mit Windows CE gearbeitet, wir hatten Geräte mit proprietären Betriebssystemen. Man musste eigentlich dem End-User, also dem Anwender im Lager- und Produktionsumfeld, sehr häufig einmal grundsätzlich das Gerät erklären und da gab es auch eine gewisse natürliche Distanz zu den Geräten. Heutzutage ist es so, fast jeder hat eigentlich ein Android-Betriebssystem oder ein Android-Handy. Die industriellen Geräte haben ein industrielles Android oben, was aber nicht bedeutet, dass der End-User, der nicht auch ein Handy hat, nicht auch dieses Android verstellen kann. Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt einen Grundschüler, für den es kein Problem ist, das Gerät ins WLAN zu hängen. Und das ist natürlich etwas, was ich im industriellen Umfeld eher vermeiden möchte, weil es muss natürlich als kritisch gesehen werden, wenn Geräte offen sind und im Netz hängen, vielleicht sogar im firmeneigenen Netz und somit auch eine Sicherheitslücke darstellen. Und mit dem MDM haben wir die Möglichkeit, die Sicherheitslücke so zu schließen, dass sie eben nicht mehr für jedermann offen ist, sondern nur mehr für diejenigen, die auch die Berechtigung dazu haben.
Wir haben natürlich ein weiteres Beispiel für Sie vorbereitet, in dem wir ein wenig auf die Effizienz des Systems eingehen wollen. Also wir haben wieder unsere zwei alten Bekannten, unsere zwei Mobilgeräte vorbereitet und haben da jetzt mal noch nicht die Möglichkeit, eine bestimmte Applikation zu starten, die wir drauf haben wollen. Dann installieren wir das Ganze ganz einfach. Wir haben, habe ich ganz am Anfang gezeigt, unsere Jobs-Rubrik, in der wir unsere Aufträge, unsere Aufgaben, die wir den Geräten übergeben, vorbereitet haben. Wir haben jetzt hier eine Installationsroutine vorbereitet. Wir sehen links neben den Geräten, wenn wir es dann wieder sehen, sehen wir so kleine Indikatoren, die uns über den Fortschritt dieser Tätigkeit informieren, weil normalerweise, wenn ich jetzt da das Ganze auf 100 oder 1000 Geräte ausrolle, sehe ich ja nicht auf jedes einzelne Gerät drauf. Die Geräte sind ja auch irgendwo in Österreich oder irgendwo auf der Welt. Komplett egal. So, ich kriege damit eine Information, wo sind die Aufgaben erledigt und wo müsste ich gegebenenfalls nachbessern und mich darum kümmern. Sie sehen jetzt auf den Mobilgeräten, ist die Applikation installiert worden. Die Indikatoren werden in Kürze nachziehen. Und damit sehen wir, wir haben unsere Aufgabe erledigt, die Software ist installiert und wir können das natürlich auch planen, die Ausrollung von solchen Jobs. Lassen Sie mich dann in Kürze noch ein weiteres Werkzeug zeigen. Gehen wir die Geräte mal auf die Seite, nämlich die Reports. Also mit solchen Reports gibt es einiges an vorbereiteten Reports, mit denen man eine Vielzahl von Dingen sich ansehen kann von unseren Betriebsmitteln, die wir halt im Feld haben. In dem Fall machen wir ein Asset-Tracking, eine Inventur über unsere, in dem Fall halt nur 2 Geräte, die wir in der Produktion haben. Und kriegen das Ganze in der View Reports Sektion vorbereitet zur weiteren Verwendung. Entweder wir verwenden jetzt einen direkten Viewer, das heißt, Sie sehen, wir haben da eine reichliche Anzahl an Parametern, die wir da tatsächlich vom System zurückgemeldet bekommen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, Sie können sich diese Listen, diese Auswertungen auch als im Format CSV oder im Excel-Format exportieren, um sie weiter verwenden zu können. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sogenannte Customer Reports generiert. Also das heißt, es sind dann Reports, die mir wirklich genau nur die Dinge auswerfen, die mich halt aktuell gerade interessieren. Also wenn es mal darum geht, ich habe 1000 Geräte und mich interessiert, welche Softwareversionen habe ich auf den Geräten installiert, um darauf reagieren zu können. Weil im Fehlerfall zum Beispiel sagt man, okay, 900 Geräte funktionieren, 10 Geräte funktionieren nicht. Man schaut sich an, warum funktionieren die nicht. Man schaut sich an, was ist drauf installiert und man sieht sofort an der Applikationsversion. Also das heißt, das ist was, wo man dann wirklich sehr, sehr zeitnah und sehr effizient reagieren kann und damit ein weiteres Werkzeug, das wir in unserem System für Sie bevorraten. Das heißt, wir können damit nicht nur Software ausrollen oder Einstellungen aus der Distanz vornehmen, wir können auch Änderungen oder Inbetriebnahmen durchführen und die Geräte müssen dafür nicht mehr herumgeschickt werden. Oder der IT-Mitarbeiter, Administrationsmitarbeiter muss sich nicht mehr ins Auto setzen und zu den einzelnen Standorten fahren, um sich die Geräte zu kümmern. Das bedeutet, wir sparen hier wieder eine Menge Zeit, eine Menge Kosten und natürlich auch dementsprechende schränken wir den CO2-Ausstoß damit ein. Und Sie werden jetzt fast schon damit gerechnet haben. Ich habe natürlich auch ein weiteres Beispiel für Sie vorbereitet. Das ist auch gleichermaßen das letzte, indem wir uns den Gerätesupport ein bisschen anschauen. So, wir kriegen jetzt aktuelles Beispiel von einem Mitarbeiter in der Produktion gemeldet, unsere Applikation funktioniert nicht. So, wir schnappen uns jetzt mal ein Gerät, schauen den Mitarbeiter mal über die Schulter und sehen tatsächlich, die Konfiguration ist nicht okay. So, also das heißt, wir analysieren das Ganze, sagen, da ist die Konfiguration gar nicht rausgespielt worden auf die Geräte, dann machen wir das ganz einfach mal. So, wir können auch bestimmen, wann wir solche Dinge auf den Geräten machen. Also das heißt, wir können das planen. Wir informieren den Mitarbeiter jetzt, dass er zum Beispiel am Ende, also nach Dienstschluss oder am Ende seiner Schicht, das Gerät eingeschaltet lassen soll und in die Dockingstation, damit die Geräte kontinuierlich mit Strom versorgt sind, damit am nächsten Tag, wenn der in die Arbeit wiederkommt, auch ein aufgeladenes Gerät hat. So, wir haben jetzt wieder so einen Job vorbereitet, mit dem wir die Konfiguration auf unsere Geräte ausrollen. Wir suchen uns das Ganze aus unserem Aufgabenvorrat, den wir vorbereitet haben. Wir können da oben mit dem Configure Schedule Time
Button bestimmen, wann wir das Ganze aufs Gerät ausrollen. Wir können auch Dinge periodisch ausrollen, also auch da wieder ziemlich gute Flexibilität des Systems gegeben. Wir haben jetzt unsere Aufgabe, unseren Auftrag an die Geräte ausgerollt. Das bedeutet, jetzt wird im Hintergrund die Konfiguration auf die Geräte gespielt. Die Applikation wurde beendet. Damit starten wir jetzt die Applikation neu. Konfiguration wird eingelesen und wir sehen, die Konfiguration ist okay. Wir sehen 3 grüne Indikatoren auf den Bildschirmen. Stimmt uns froh das Ganze. Wir haben das Problem behoben und wir bekommen virtuell vom Kollegen, der in der Produktion ist, auf die Schulter geklopft, weil die können jetzt wieder mit ihren Geräten Geld verdienen. Ja, 80% aller Fehlermeldungen, die wir bekommen und die Sie sicher auch kennen, wenn Sie schon mit mobilen Datenerfassungsgeräten und mit Barcode-Scannern zu tun haben, lautet, der Scanner geht nicht. Der Mitarbeiter im Lager und in der Produktion fängt häufig mit komplexen Fehlermeldungen auf dem mobilen Erfassungsgerät sehr wenig oder gar nichts an. Bevor ich jetzt als Administrationsmitarbeiter, als IT-Mitarbeiter hergehe und mit dem Mitarbeiter draußen entziffere, was das jetzt für eine Fehlermeldung ist, verbinde ich mich einfach über den Remote-Zugriff auf das Gerät, schaue mal an, was hat es dort, setze vielleicht die 3 Hacker oder ziehe vielleicht die Konfiguration nach und dementsprechend kann der Mitarbeiter wieder loslegen und arbeiten. Das heißt, er braucht eigentlich nur eine Fehlermeldung losstarten oder sagen, dass der Scanner eben nicht geht. Ja, und den Rest schaut sich jemand an, der einfach tiefer im System drinnen ist und das spart auch wieder eine Menge Zeit und Ressourcen und vor allem auch Ärger auf Seiten der Lager- oder Produktionsmitarbeiter, die sich nicht mit den Fehlermeldungen am Gerät herumschlagen müssen. Und das Geniale an der ganzen Geschichte, weil es ein Remote-Zugriff ist, haben wir natürlich nicht nur die Möglichkeit, auf eventuelle Hardware-Fehler oder Konfigurationsfehler im Hardware, wirklich rein auf der Hardware zu reagieren, sondern wir können uns natürlich auch Fehlermeldungen, die in der Software, die eigentlich mit der Barcodec vielleicht auch gar nichts zu tun hat, dementsprechend anschauen und auf diese reagieren. Ich grätsche jetzt da noch einmal ganz kurz rein, weil es tatsächlich so ist, wir müssen jetzt nicht zwingend uns ins Auto setzen und dorthin fahren, wo ein Problem besteht, sondern uns reicht ein Anruf. Wir müssen wissen, es gibt ein Problem, wir identifizieren, auf welchem Gerät es das Problem gibt und wir können dem Mitarbeiter wirklich mit ganz einfachen Mitteln, haben Sie jetzt gerade in den vorhergehenden Beispielen gesehen, ganz einfach über die Schulter schauen und unterstützen. Es ist ja tatsächlich so, wenn Sie Erfahrung mit Support haben, dass unter Umständen Probleme, so wie das der Alex vorher angesprochen hat, relativ einfach zu lösen sind. Irgendwo fehlt ein Hakerl, aber es kann manchmal wirklich in die Zeit gehen und damit auch in die Kosten gehen, wenn Sie von jemandem ein Problem beschrieben bekommen, der ganz einfach nicht beschreiben kann. Das gibt es tatsächlich so. Sie haben aber mit dem System die Möglichkeit, ich schaue jetzt da ganz einfach mal ganz kurz drauf, sehe, was das Problem ist, ich sehe es wirklich und ich kann es begreifen damit und mit diesem Begreifen bin ich einer Lösungsfindung wesentlich näher als mit einer simplen Beschreibung. Das beschränkt sich jetzt nicht nur auf die Konfiguration von einem Gerät, sondern Sie können im System auch Benutzer und Berechtigungen und Gruppen hinterlegen, denen Sie bestimmte Rechte zuweisen. Also so können Sie zum Beispiel, das haben wir doch einige Male im Feld da draußen, Benutzer, die einen reinen Applikationssupport machen. Das heißt, die dürfen nichts installieren, die dürfen nichts auf den Geräten manipulieren. Die haben ganz einfach dadurch eine Remote View auf die Geräte, wenn sie vom Benutzer aufgefordert werden, dass sie Unterstützung brauchen. Die können dem Kollegen über die Schulter schauen und können dort wirklich zielgerichtet Unterstützung leisten und damit eigentlich ein sehr, sehr lösungsorientierter Ansatz. Danke, Michael. Also wie Sie jetzt mitbekommen haben, wir können wirklich sehr, sehr lang über die Funktionen des Systems reden und hoffen, dass wir Ihnen in den letzten Minuten einmal eine erste grobe Übersicht gegeben haben, was das System überhaupt leisten kann. Und ich bin mir sicher, auch von Ihrer Seite sind einige Fragen aufgetreten, die wir natürlich jetzt auch gerne beantworten möchten. Michael, funktioniert das System nur für Android? Nein, also grundsätzlich ist es so, dass das System so im Zuge von Android, sagen wir jetzt mal, so aus der Taufe gehoben wurde. Android ist etwas, was wir können. Wir können natürlich auch eine erhebliche Anzahl von anderen Betriebssystemen unterstützen. Also sei das
nennen wir es jetzt ein großes Windows, jetzt nicht irgendein Mobilgeräte-Windows, sondern ein großes Windows, das auf einem PC läuft oder auf irgendeinem Laptop, auf einem Industrierechner. Wir können damit, ich habe im Büro sogar einen Raspberry, also Linux kann man supporten damit. Es gibt Clients, die wir auf iOS oder Mac ausspielen können. Also wirklich eine ziemliche Bandbreite und es ist doch einiges damit abgedeckt, was es so an Betriebssystemen im Feld gibt. Dankeschön. Die nächste Frage. Wo seht ihr den Vorteil gegenüber anderen Systemen? Magst du? Ja, kann ich durchwegs übernehmen, sehr gern. Zum einen haben wir uns natürlich selbst mit dem, was da draußen so an Mitbewerbern sich tut, umgeschaut und Mitbewerbersysteme uns angeschaut und selbst die Erfahrung gemacht und das ist eigentlich auch das, was wir sehr oft von Kunden zurückgemeldet kriegen. Das System ist irrsinnig mächtig, man kann tatsächlich irrsinnig viel damit tun, aber es ist, Anführungszeichen, erschreckend unkompliziert in der Bedienung. Also das heißt normalerweise mit bisschen Starthilfe, so ein halbes Stündchen, wenn man sich zusammensetzt und mal so ein bisschen einen Überblick hat über das ganze System, wo man was findet, ein bisschen so den Hausbrauch kennenlernt, hat man einen Überblick, eine gewisse Idee, kann damit seinen Gerätepark bewirtschaften. Ja, und wie gesagt, im schlimmsten Fall haben sie auch uns, also wir können ja da auch gerne Unterstützung leisten, wenn das notwendig ist. Genau, also der Support wird durch uns direkt vom Standort Wien oder vom Standort Salzburg durchgeführt und Sie haben somit direkte Ansprechpartner, die Ihre Sprache sprechen und die auch greifbar und in der Nähe sind und das ist schon ein riesengroßer Vorteil. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit drücken, es sind noch ein paar Fragen da. Wir werden dann im Nachgang auf jeden Fall alle Fragen beantworten, also es bleibt nichts unbeantwortet. Deshalb die letzte Frage. Michael, wie lange gibt es das System eigentlich schon? Naja, wir haben uns erstmals im Jahr 2015 damit auseinandergesetzt, weil man ja gesehen hat, dass sich der Markt so ein bisschen in die Richtung entwickelt wird und auch die Anforderungen der Kunden in diese Richtung kommen. Ich hoste das Ganze selbst eigentlich seit Anbeginn gemeinsam mit meinem Team. Derzeit ist es so, dass wir so Daumen mal Pi 20.000 Geräte im Feld haben, die wir betreuen und supporten, verteilt auf ja, so ungefähr um die 60 Kunden hosten wir da und betreuen wir und ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, macht Spaß mit dem Ding zu arbeiten. Dankeschön. Gut, wie gesagt, alle Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind, werden wir dann auf jeden Fall im Nachgang beantworten. Es wird nichts offen bleiben. Wir bedanken uns jetzt auf jeden Fall mal schon für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse und wir hoffen, wir konnten Ihnen die mCloud näher bringen. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns einladen, wenn wir Ihnen das live auch vor Ort gerne zeigen. Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an. Zu guter Letzt haben wir Ihnen ja bewiesen, glaube ich, dass wir mit der mCloud die Effizienz erhöhen können und auch die Zeit einsparen können. Und ebenso im Nachgang werden wir Ihnen einen Return on Investment Rechner schicken, beziehungsweise einen Link dazu, wo Sie sich selber Ihre Ersparnis mit der Einführung eines solchen Systems ausrechnen können und auf Sie individuell anpassen können. Ja. Ebenso haben wir am Anfang angekündigt, egal von wo aus zu arbeiten. Michael, ist das wirklich so? Ja, das ist tatsächlich so. Also man muss jetzt, wenn man solche Systeme hat, nicht zwingend irgendwo in einem Büro sitzen, sondern egal wo man sitzt, also jetzt nicht nur seinen eigenen Befindlichkeiten nachkommend. Es ist ganz egal, wo man sitzt. Im Prinzip, wenn man einen Laptop hat, man kann das System bedienen, man kann den Benutzern da draußen helfen. Und wie gesagt, man ist da ziemlich unabhängig und kann sehr, sehr flexibel agieren. Ja, also ich glaube, auch das haben wir bewiesen. Also egal von wo wir arbeiten, wir sagen noch einmal vielen Dank, Cheers, auf Wiedersehen und einen schönen Sommer. Dankeschön, bleiben Sie gesund.